Herzlich willkommen zum weiteren Video bei Perfect Green. Ihr seht's, wir haben hier zwei LED, einmal den Liberty, einmal den Sterling. Wir werden sehr häufig gefragt, ist der Sterling von dem Mehrpreis von fast 2000 € gerechtfertigt und vor allem, was bekomme ich da überhaupt mehr? Ist er besser, ist er nicht besser? Das werdet ihr in diesem Video sehen. Wir gehen detailliert in die Unterschiede ein. Viel Spaß! Der Liberty in 17 Zoll kostet aktuell 2400 € und der Sterling in 17 Zoll aktuell 4400 €. Das sind 2000 € Unterschied. Das ist eine Menge Geld, aber dafür bekommt ihr auch deutlich mehr. Und genau auf die Unterschiede gehen wir jetzt mal genau ein. Wir fangen einfach mal beim Thema Akku an. Denn das ist wie immer das Herzstück. Es sind beides Akku mehr, beides 17 Zoll, bedeutet 43 cm Schnittbreite und wie gesagt beides Akkumodelle. Beides natürlich von der Firma LED. Die Links zu den Mehren inklusive Rabattcode findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Der Liberty wird angetrieben von einem Greenworks Akku mit 40 Volt. Die Amperezahl ist jetzt bei diesem hier mit 4 Amperestunden. Den gibt es dann aber, soweit ich weiß, auch mit 6 Amperestunden. Der Liberty hat, wie gesagt, einen Akku und er hat auch nur einen Motor. Dieser Motor treibt die Spindel an und dieser Motor treibt auch die Heckrolle an, dass der mehr vorwärts geht. Beim Sterling ist es schon mal etwas anders. Er hat ein anderes Akkusystem. Der Akku kommt von Ego. Und er hat 56 Volt, das ist aktuell ein 5 Amperestunden Akku und den gibt es dann aber auch mit 10 Amperestunden, 12 Amperestunden und 2,5 Amperestunden. Also da habt ihr schon mal eine deutlichere Flexibilität. Der Mäher selber besitzt 2 Motoren. Das ist schon mal ein Unterschied. Ihr habt einmal einen Motor, der nur die Spindel antreibt und ihr habt einmal einen Motor, der den Mäher gesamt antreibt, und somit habt ihr auch den großen Vorteil, ihr könnt es getrennt voneinander steuern, gerade beim Transport oder dann auch beim Lüften etc. ist es natürlich richtig gut. Der große Unterschied, beide Mäher habe ich schon länger im Besitz. Der große Unterschied ist hier beim Liberty, merkt man ganz klar, so nach circa 150 Quadratmeter merkt man, dass die Akkuspannung nachlässt, der Mäher etwas langsamer wird, die Spindel nicht mehr so viel Power hat und einfach auch beim Lüften, Bürsten etc. da fehlt ihm irgendwann mal die Energie und man merkt einfach, dass der Akku irgendwann mal zu Ende geht. Bei dem Sterling, der hat Power von Anfang bis zum Schluss. Irgendwann leuchtet ein rotes Lämpchen und dann geht er aus. Und da merkt man schon, dass die Akkutechnologie hier deutlich besser und deutlich weiter ist. Der nächste große Unterschied fängt schon bei der Bedienbarkeit an, beim Griff. Beim Liberty habt ihr hier nur 2 Möglichkeiten von dem Griff, von der Einstellung. Ihr habt hier einen Schnellspanner, das ist echt gut gelöst. Durch den Schnellspanner könnt ihr den ganzen Mäher richtig gut aufräumen, Fangkorb drauf gut. Und hier könnt ihr dann 2 verschiedene Positionen einstellen. Und das war es dann leider schon. Also ihr könnt keinen Winkel einstellen, ihr könnt, wie gesagt, von der Höhe her nicht viel einstellen und von der gesamten Bedienung hier. Ihr könnt hier die Drehzahl regeln von der Spindel und vom Vortrieb. Ja? Und ihr könnt hier den Mäher anschalten und hier könnt ihr dann den Vortrieb einschalten. Also ist alles relativ schlicht und einfach gehalten. Im Vergleich beim Sterling, klar, er kostet 2000 € mehr, da kann man auch mehr erwarten und da bekommt man auch deutlich mehr. Bei der Höheneinstellung schon mal habt ihr hier die Möglichkeit, ihr könnt hier verschiedene Winkeleinstellungen machen. 1,
2, 3. Und dadurch könnt ihr den Mäher so einstellen, wie ihr es eigentlich persönlich am besten findet. Ich mag es immer gern etwas tiefer. Und ihr könnt auch hier noch den Griff komplett reinfahren. Weiteres Bedienpult hier oben ist deutlich angenehmer, auch schon allein der Griff. Ihr müsst nicht so mähen, sondern es ist mal was völlig anderes. Ihr könnt so mähen und ihr habt hier zwei Möglichkeiten. Einmal auch vor und hier schaltet ihr dann die Spindel ein. Und hier könnt ihr dann auch noch die Geschwindigkeit von dem Vortrieb einstellen. Die Geschwindigkeit ist hier beim Sterling von wirklich sehr langsam um die Kurven rum, Spielturm etc. Das ist wirklich gut bis auf mega schnell, wo ihr echt schon fast hinterher rennen müsst, joggen müsst. Und beim Liberty ist die ganze Geschwindigkeit etwas langsamer, eher so. Ja, von normalen, also die schnellste Geschwindigkeit ist hier eher so der langsame Sonntagsspaziergang. Weiterer Unterschied ist natürlich auch die Schnitthöheneinstellung und da hätte ich gesagt, gehen wir mal einen Stock tiefer, schauen wir uns das Teil mal genauer an. Die Schnitthöheneinstellung, die wird hier angezeigt beim Sterling. Einmal von 0 bis 50 mm und ihr könnt durch ganz einfaches Bedienen, könnt ihr den Mäher hoch und runter stellen. Geht wirklich super einfach. Die weiße Skala ist dann für Verticat, Bürste, Lüfter, Aerifizierer etc. gedacht und geeignet. Richtig cool gelöst, echt genial, mega komfortabel. Beim Liberty ist es auch mega komfortabel, das haben sie auch richtig gut gelöst, echt top. Da habt ihr hier hinten das Rädchen, da dreht ihr und pro Klick, man muss ihn etwas entlasten und pro Klick, ihr hört's, pro Klick habt ihr mit einem Klick 0,75 mm verstellt. Die Skala hier, die habe ich jetzt hier verändert, ich habe auch eine Millimeter-Skala dran, die habe ich verändert. In der Serie habt ihr hier nur Zahlen von S 1, 2, 3, 4. Und das sind Schnitthöhen von, glaube 6 mm bis auf 32 oder 36 mm. Und es hat keinen Bezug. Also es sind keine Inch, es sind keine Millimeter, keine Zentimeter. Es macht eigentlich keinen Sinn. Deswegen habe ich es hier etwas geändert. Und da muss man halt dann auch immer etwas nachmessen. Und da ist der Sterling schon mal viel komfortabler, vor allem wenn ihr auf Schnitthöhen mäht mit 10, 12, 13 mm. Da ist ein Millimeter Unterschied wirklich extrem und hier könnt ihr euch wirklich drauf verlassen und da passt die Skala definitiv. Kommen wir zum nächsten Punkt, Thema Balance, Schieben und generell das Handling von dem Mäher. Ich habe den Liberty schon seit 2 Jahren und ich bin auch mega zufrieden mit dem Liberty. Er ist echt gut. Jedoch hat der, was die Gewichtsbalance angeht, von links zu rechts ein kleines Problem gehabt. Rechts war er etwas zu leicht. Das habe ich ausgeglichen mit etwas Zusatzgewicht und dadurch war dann der Schnitt auch deutlich besser. Ihr findet übrigens von beiden Mähern ein separates Einzelvideo, ein ausführliches Einzelvideo, blenden wir euch hier oben ein. Ja, die Balance generell, wenn ich den so runterkipp, es ist gut, es ist wirklich gut. Da gibt es deutlich andere Mäher auf dem Markt, die deutlich schlechter sind, die deutlich mehr kopflastiger sind. Und ein Spindelmäher sollte meiner Meinung nach eher hecklastig sein, damit einfach das Gras nicht so platt gedrückt wird. Und das ist auch der Liberty, macht er richtig, richtig gut. Der Sterling macht es aber noch besser. Das muss man einfach so sagen. Liberty ist echt gut, der Sterling ist noch mal besser. Er ist nochmals leichter auf der Frontrolle, er hat generell mehr Gewicht. Der Liberty hat, glaube ich, 36 Kilo, der Sterling hat 51 Kilo. Und trotz des hohen Gewichtes ist er trotzdem handlicher. Auch wenn ich den Mäher mal zurückschiebe oder vorschiebe, man braucht schon etwas Kraft. Und man hört es vielleicht auch. Das liegt daran, die ganze Mechanik wird angetrieben. Wir machen ihn nachher auf, dann seht ihr mal, wie die Mechanik da funktioniert. Der Sterling er wird komplett entkoppelt. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, durch ein anderes Differential etc. Ich weiß es nicht.
aber das Handling beim Schieben ist einfach gigantisch gut. Das ist wirklich, der rollt wirklich von alleine, auch wenn man mal anfährt und loslässt, er rollt von alleine weg. Und das macht der Liberty nicht, das machen auch andere Mäher nicht und das ist echt genial. Von der Balance selber, links, rechts, ist er komplett gleich. Also er ist überall gleich schwer und somit habt ihr auch wirklich einen satten, ebenen Schnitt. Wenn ihr einen ganz kleinen Garten habt, ist für euch eher der Liberty geeignet. Den gibt es auch mit 30 und 35 cm Schnittbreite. Diese hier hat jetzt 43. Wenn ihr jedoch einen großen Garten habt, freies Feld, dann würde ich eher zum Sterling greifen, weil der Sterling, den gibt es mit 17 Zoll, also 43 cm und 51 cm. Von der Lautstärke unterscheiden sie sich auch minimal. Der Liberty ist jetzt nicht ganz Serie. Ich habe hier einiges gemacht, was Thema Lautstärke angeht, aber ihr dürft es trotzdem mal hören. Es ist okay, passt. Der Sterling ist meiner Meinung nach etwas leiser. Es ist einfach ein angenehmeres Geräusch. Und wie gesagt, der hier wurde schon optimiert, schon einiges optimiert. Haben wir übrigens auch ein Video, einfach anschauen, wenn es interessiert. Ja, vom generell Serienzustand, so wie sie hier jetzt gezeigt werden, sind sie auch Serie. Die werden beide mit einer 6-Messer-Spindel ausgeliefert und beide mit glatter Frontrolle. Leider bietet Ellet keine profilierte Frontrolle an. Jedoch habe ich hier beim Liberty sowohl als auch beim Sterling eine profilierte Frontrolle anfertigen lassen. Das ist dann diese hier. Wir blenden es euch auch unten in der Videobeschreibung ein. Wir verlinken euch das Ganze, könnt ihr beim Rasenspecht kaufen. Und dadurch habt ihr die Möglichkeit, beziehungsweise der ganze Mäher hat die Möglichkeit, er fährt einfach in geradere Bahnen. Das Handling ist nochmals besser, er ist viel zielgerichteter und vor allem auch das Schnittbild ist nochmals deutlich besser, weil die Gräser nicht so platt gedrückt werden. Vor allem bei den Schnitthöhen alles über 10 mm macht es dann schon deutlich was aus. Wie gesagt, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Aber ansonsten hätte ich gesagt, gehen wir gleich mal die ganzen Kassetten durch, weil alle Kassetten, die für das Liberty verfügbar sind, sind auch für ein Sterling verfügbar. Da gibt es eigentlich keine Unterschiede, bis auf eine Kassette, das ist die Bürste und die schauen wir uns jetzt an. Das ist die Bürste vom Liberty. Die ist relativ weich. Ihr hört es vielleicht auch, sie ist auch nicht so dicht. Sie hat deutlich mehr Luft dazwischen. Das liegt einfach daran, der Motor, der gesamte Motor hat nur, in Anführungsstrichen nur 410 Watt, was schon richtig gut ist. Also vergleichbare Modelle von anderen Herstellern haben da deutlich weniger. Wie gesagt 410 Watt, aber gerade das Bürsten, da ballert es den Akku leer, so schnell könnt ihr gar nicht schauen, weil das richtig viel Energie kostet. Deswegen ist die Bürste hier etwas weicher und dadurch wird der Motor etwas geschont. Der Sterling hat natürlich einen ganz anderen Motor drin, der hat richtig Dampf. Alleine der Motor, der die Spindel oder die Bürste antreibt, hat 1000 Watt. Und dadurch ist die Bürste deutlich dichter und ihr hört es auch. Sie ist einfach eher ein Straßenbesen, die ist eher so ein Werkstattbesen. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied und vor allem auch das Ergebnis ist ein deutlicher Unterschied. Die Bürste hier, die ist fast schon mit einem mit einem Lüfter vergleichbar. Das Ding holt mal einiges raus. Diese beim Liberty, die könnt ihr eigentlich nur für Blätter, also für Laub einsetzen oder beim Sanden, dass ihr leicht drüber geht, ist auch okay. Und diese beim Sterling, die holt wirklich alles von unten raus. Die ist echt richtig, richtig gut. Wie ihr das Ganze wechselt, da gibt es auch einen riesen Unterschied, das Kassettenwechselsystem. Ihr habt ja, wie gesagt, die Möglichkeit, alles Mögliche einzubauen. Ihr könnt für beide Mäher, es gibt Lüfter, ihr könnt die Lüfterkassette einbauen, ihr könnt einen Verticut einbauen,
ich schwöre drauf, die hier ist richtig gut. Die kämmt den Rasen richtig durch. Die geht bis auf den Grund runter, bitte nicht in den Grund rein. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, dass ihr die ganzen Stolonen und die ganzen Ausläufer einfach abschneidet. Also es ist ein vertikales Mähen und das Ergebnis überzeugt durch und durch. Und dann gibt es natürlich auch noch eine 10-Messer-Spindel. Es gibt auch eine Aerifizierkassette, die ist hier drüben, die dann wirklich ein paar Schlitze in den Boden reinmacht, um den Rasen zu belüften. Beim Sterling geht diese hier auf ca. 14 mm tief rein. Und beim Liberty, muss ich ehrlich sagen, habe ich sie nie genommen, weil es da gar nichts gebracht hat. Die hat den Boden eigentlich gerade mal berührt. War es 1-2 mm, wo die reinging. Deswegen habe ich sie beim Liberty nie genommen. Aber ansonsten gibt es alle Kassetten von beiden Mähern, sowohl als auch. Die unterscheiden sich lediglich in der Bürste und lediglich an der Aufnahme. Hier, der Liberty hat hier ein Kunststoffrad, ein Kunststoffzahnrad, und der Sterling hier, der hat ein Alu-Zahnrad. Und somit könnt ihr auch, wenn ihr bereits ein Liberty habt oder ihr Ausschau haltet bei eBay Kleinanzeigen etc. nach günstigen Kassetten vom Liberty und ihr habt jetzt einen Sterling, die könnt ihr tauschen, das ist kein Thema. Ihr müsst lediglich diese Adapter hier wechseln. Die könnt ihr dann auch nachkaufen, kostet glaube ich auch gar nicht so viel Geld. Für beide Mäher gibt es auch eine 10-Messer-Spindel. Beim Liberty habe ich die nur im Einsatz, da beim Liberty meine Erfahrung ist, dass eine 10-Messer-Spindel bereits ab 20 mm und tiefer eingesetzt werden muss. Da die Spindel generell langsamer dreht als beim Sterling, habt ihr hier bereits, wie gesagt, ab 20 mm ein Ripping drin, also ein Rippchenmuster, ein Manchester-Muster. Und deswegen habe ich mir beim Sterling auch gleich eine 10-Messer-Spindel gekauft, da ich immer die Schnitttiefen von 14, 15, 16 mm habe. Und hier habe ich dann festgestellt, es ist völlig überflüssig, braucht ihr nicht. Zumindest bei den Schnitttiefen. Ich bin auch mal runter auf 12, 11, 12 mm. Da habe ich auch kein Muster gesehen, weil die Spindel einfach schneller dreht. Dadurch erreicht ihr mehr Schnitte pro Meter und dadurch kompensiert ihr wieder die nur 6-Messer-Spindel. Bedeutet im Großen und Ganzen, wenn ihr Schnitttiefen habt unter 20 mm, würde ich beim Liberty ganz klar eine 10-Messer-Spindel dazu bestellen. Das ist eigentlich schon ein Muss. Genauso wie die profilierte Frontrolle, dann habt ihr einfach das beste Schnittergebnis und das beste Schnittbild. Wenn ihr euch für einen Sterling entscheidet und ihr habt Schnitttiefen bis 10 mm und aufwärts, würde ich persönlich keine 10-Messer-Spindel kaufen, weil die ist da richtig teuer. Da würde ich dann eher auf der 6-Messer-Spindel bleiben. Ich hätte gesagt, wir bauen mal die Kassetten um. Wir bauen eine Lüfterkassette ein und dann dürft ihr mal den Unterschied sehen vom Liberty zum Sterling. Schon allein das Kassettenwechselsystem haben sie beim Sterling richtig geil gelöst. Und da war für mich eigentlich auch immer klar, der Liberty im Vergleich zu anderen Herstellern geht da schon richtig, richtig schnell und einfach. Aber was einfach und gut ist, geht natürlich noch besser. Wir bauen jetzt mal die Lüfterkassette ein. Beim Liberty braucht ihr erstmal einen Inbusschlüssel. Ihr macht hier erstmal 4 Schrauben am Seitendeckel auf. Dann hier noch. Da unten noch. Und hier. Dann zieht ihr den ganzen Deckel runter. Und hier seht ihr auch mal die ganze Mechanik, wie das Ganze funktioniert. Und dann müsst ihr erstmal hier den vom Fangkorb den Griff wegmachen. Dann müsst ihr hier noch eine Sicherungsschraube lösen. Einmal. Am besten hier immer drauflegen. Hier das zweite Mal. Und dann könnt ihr die ganze Spindel einfach ausbauen. Also ihr müsst keinen Zahnriemen etc. lösen. Dann geht ihr her, macht eine Lüfterkassette rein und dann das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zumachen. Die
Die Sicherungsschrauben ist sehr wichtig, sonst hüpft euch die Kassette raus. Hier noch. Und dann, ich habe den Deckel dann nicht immer drauf geschraubt, weil sonst müsst ihr ein paar Minuten später den Deckel wieder runter machen. Aber ich mache es jetzt mal drauf, dass ihr mal seht, wie lange es eigentlich dauert. Ich mache jetzt bewusst nur 2 Schrauben fest, dass man einfach, dass das Video nicht zu lange geht. So, oder nur mal eine Schraube. So, fixiert. Beim Sterling sieht es anders aus. Ich habe jetzt hier meinen, das ist der 20 Zoll, weil ich habe eine Lüfterkassette nur als 20 Zoll. Die 17 Zoll haben wir bestellt, aber da es gerade Lieferprobleme gibt oder generell der Verkaufsstart erst war, müssen wir halt wie andere auch mal etwas warten. Ja, im Prinzip beim Sterling total einfach. Unter 10 Sekunden könnt ihr das ganze Teil wechseln. Einfach die 2 Sicherungshebel nach oben, hier einen Hebel entriegeln, Kassette raus, nächste Kassette wieder rein, Hebel runter, das war's und schon kann es losgehen. Fangkorb hin und dann zeige ich euch einen kleinen Unterschied. So, beide Mäher sind umgebaut, jetzt nur noch den Fangkorb ran und beim Fangkorb gibt es auch schon mal Unterschiede. Der Liberty, Kunststoff, aber sehr hochwertiger Kunststoff. Man sieht es auch hier, der hat schon einiges hinter sich. Der ist ordentlich schon mal irgendwo dagegen geknallt. Der ist sehr robust, hält sehr viel aus, wirklich gut. Das Einzige, was hier ist beim Ausleeren, der hat hier so Kanten drin und beim Ausleeren muss man dann immer wieder mal etwas schütteln, damit alles rauskommt. Aber er hat auch hinten eine Griffmulde dran und so kann man dann ordentlich alles rausschütteln. Also wirklich, wirklich gut. Ihn füllt sehr gut, füllt es gleichmäßig, das passt, da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Und ich habe halt kein Geschepper, wenn mal eine Unebenheit kommt, als wenn ich jetzt einen Stahlfangkorb habe. Der Liberty, er hat einen anderen Fangkorb. Sorry, nicht der Liberty, der Sterling. Der Sterling hat einen anderen Fangkorb, das ist ein Gewebe, ein Netz. Und dadurch wird der Luftwirbel, der erzeugt wird durch die Spindel, der Luftwirbel, der geht durch. Hat aber dann auch den Nachteil, dass wenn ich ganz feine Schnipsel habe oder wenn ich jetzt Poa Annua habe, die geht dann dementsprechend ein bisschen durch und hier habe ich da weniger Probleme. Aber er ist nochmals deutlich leichter als beim Liberty und das merkt man. Und vor allem beim Spindelmäher soll ja eigentlich das Handling eher hecklastig sein und nicht so arg frontlastig. Vom Einhängen her, beide lassen sich super einhängen, da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Ich kann beide immer mit einer Hand einhängen, mit einer Hand wieder aushängen. Das klappt wirklich mega gut. Das klappt auch beim Sterling gut. Auch eine Hand rein, raus, alles gar kein Thema. Jetzt hätte ich gesagt, wir lüften mal eine Bahn mit dem Liberty, eine Bahn mit dem Sterling und da seht ihr dann schon einen Unterschied. Ich fange einfach mal mit dem Liberty an. So, das ist der Effekt beim Liberty. Er ist jetzt ganz tief gestellt. Und da seht ihr, er holt was raus, er holt aber nicht zu viel raus. Das liegt einfach daran, da er nur einen Motor drin hat und die Drehgeschwindigkeit von der Lüfterkassette abhängig ist von der Fahrgeschwindigkeit. Fahre ich schneller, dreht zwar die Lüfterkassette schneller, somit kommt mehr raus, aber dadurch, dass ich ja schneller vorangehe, habe ich ja wieder das Problem, dass eigentlich pro Meter die Umdrehungen wieder die gleichen sind. Somit ist der Effekt, egal ob ich schnell gehe oder langsam gehe, der Effekt ist der gleiche. Was man beim Liberty machen kann, ist, wenn man den Antrieb schleifen lässt. Wie beim Auto die Kupplung schleifen lässt, so kann man hier den Antrieb schleifen lassen. Das geht natürlich stark aufs Material, da der Keilriemen ständig schleift, warm wird und dadurch extrem schnell verschleißt.
Aber dadurch habt ihr auch die Möglichkeit, das zeige ich euch jetzt, ich fahre einmal noch zurück, stelle auf die höchste Geschwindigkeit und fahre aber ganz langsam durch Schleifen. So, das Ergebnis ist schon deutlich besser. Trotzdem, ihr braucht sehr viel Fingerspitzengefühl, damit ihr es wirklich auch einpendeln könnt, mal zu schnell, mal zu langsam, aber das bekommt ihr relativ schnell raus. Beim Stirling habt ihr viel mehr Möglichkeiten. Der Stirling hat ja 2 getrennte Motoren. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, die Spindel bzw. die Lüftereinheit, die dreht immer gleich schnell. Und dadurch habt ihr auch die Möglichkeit, durch den Vortrieb das Ganze zu steuern. Fahrt ihr langsam vor, habt ihr mehr Umdrehungen pro Minute bzw. pro Meter und dadurch wird es aggressiver. Fahrt ihr schneller, wird es nicht so aggressiv. Und das Ganze könnt ihr natürlich von der Höhe verstellen, genauso wie beim Liberty. Und das Ergebnis ist schon sehr beeindruckend. Ich bleibe jetzt hier bewusst auf der langsamsten Stufe. Das ist das aggressivste Lüften, was wir haben. Von der Höhe bin ich auch so wie beim Liberty exakt so, dass die Zinken den Boden leicht ankratzen. So, ihr habt es gesehen, ich war am Anfang noch etwas schnell unterwegs. Ich habe dann runtergeregelt. Somit ist es die langsamste Einstellung gewesen. Der Effekt ist deutlich besser. Er stellt die Gräser nochmals besser auf. Und ich denke, alleine das, was im Fangkorb drin ist, das war jetzt von einer Bahn. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es ist natürlich schon deutlich mehr als beim Liberty. Und dadurch ist natürlich das ganze Lüften effektiver, effizienter. Das sind jetzt 2 Bahnen und das ist eine Bahn und das macht natürlich schon einen deutlichen Unterschied aus. Beim Lüften ist der Unterschied schon extrem. Da ist der Stirling deutlich besser, genauso wie beim Verticat oder bei der Bürste. Da merkt man einfach, dass die Spindel bzw. die Kassette deutlich schneller dreht. Doch jetzt ist die Frage, ist es auch beim Schnittbild so extrem unterschiedlich? Da sage ich ganz klar, nein. Der Stirling ist eine feine Nuance besser, wirklich nur eine feine Nuance. Aber das ist auch mega schwer, denn der Liberty, der macht einen fantastischen Job. Das Schnittbild für den Mehr, der gerade mal 2500 € kostet, ist wahnsinnig gut. Ist wirklich mega gut. Ich war und bin schon immer begeistert gewesen vom Liberty. Und das ist wirklich sehr schwer zu toppen und das haben sie mit dem mit dem Stirling noch ein bisschen rauskitzeln können, aber mehr Luft nach oben ist da auch nicht drin. Somit ist für mich mein Fazit für all diejenigen, die sagen, ich bin bereit, Geld in die Hand zu nehmen, ich kann es mir leisten, ich will es mir leisten und ich habe kein Problem damit, dass ich 4.500 € ausgebe, würde ich persönlich euch empfehlen, greift zum Stirling. Der Stirling ist definitiv sein Geld wert. Er ist auch definitiv die 2.000 € mehr wert. Ihr bekommt einfach eine bessere Performance, bessere Handlichkeit, viel flexibler, ihr habt mehr Möglichkeiten und er macht einfach mehr Spaß. Soll aber nicht heißen, dass der Liberty ein schlechter Mäher ist. Für all diejenigen, die sagen, 2.500 € ist absolutes Limit. Ich möchte oder ich kann nicht mehr ausgeben. Gibt ja auch noch die Frauen, die vielleicht dann ein oder andere Veto einlegen, was ich auch verstehe. Denen sei aber gesagt, ihr bekommt mit dem Elite Liberty einen fantastischen Mäher, der auch genauso viel Spaß macht und vor allem mit dem bekommt ihr genauso einen schönen Rasen hin als mit dem Stirling auch. Ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr noch ein paar Euro übrig habt, greift zu einer profilierten Frontrolle. Die verbessert nochmals den Mäher, die lässt den Mäher nochmals agiler wirken, nochmal handlicher, nochmal zielstrebiger und die Schnittqualität, das Schnittbild wird nochmals deutlich verbessert.
Alle Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch den Liberty, da findet ihr auch den Sterling. Alles Zubehör und alles andere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mich würde es auch freuen, wenn ihr Kommentare da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, ein Like nach oben da lasst. Wenn Fragen sind, auch einfach Fragen in die Kommentare. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.